Willkommen auf unserer spannenden Entdeckungsreise. Tief im Dschungel, in Wüsten und Ozeanen liegen Bauwerke verborgen, die der Logik trotzen, die Wissenschaft herausfordern und die Geschichte neu schreiben. Wer hat sie gebaut? Warum gibt es sie? Und wie konnten alte Zivilisationen solche Wunder ohne moderne Technologie erschaffen? Heute tauchen wir ein in 15 der geheimnisvollsten und verblüffendsten Bauwerke, die jemals auf der Erde entdeckt wurden, und glauben Sie mir, Nummer 7 wird Sie sprachlos machen. Nan Madol in Mikronesien. Vor der Ostküste der Insel Pohnpei in den föderierten Staaten von Mikronesien liegt Nan Madol, ein Ort, der so geheimnisvoll und weltfremd ist, dass er oft als das Venedig des Pazifiks bezeichnet wird. Aber das ist nicht nur ein poetischer Spitzname. Aus dem türkisfarbenen Wasser einer abgelegenen Lagune erheben sich fast 100 Steinbauten, die auf einem Netz künstlicher Inseln errichtet und durch Kanäle miteinander verbunden sind und sich über mehr als 200 Hektar erstrecken. Was die Wissenschaftler wirklich verblüfft, ist nicht nur das Ausmaß der Stadt, sondern auch, wie sie überhaupt gebaut wurde. Stellen Sie sich vor, massive Basaltstämme mit einem Gewicht von bis zu 50 Tonnen, die zu hoch aufragenden Plattformen und Mauern gestapelt wurden. Und das alles ohne die Hilfe von Metallwerkzeugen oder Rädern. Diese Bauarbeiten fanden zwischen 1200 und 1500 n. Stat. Und keine bekannte Zivilisation auf der Insel verfügte über die Technologie, solche Steine zu bewegen. Woher sie kamen und wie sie über tückisches Terrain und ruhige Lagunen transportiert wurden, weiß niemand so genau. Nan Madol diente als zeremonielles und politisches Zentrum der Sudelor-Dynastie. Aber selbst das gibt noch mehr Rätsel auf. Warum baute man einen so großen Komplex an einem so abgelegenen Ort? Und, was noch wichtiger ist, warum wurde er verlassen? Einige machen Umweltveränderungen verantwortlich. Andere verweisen auf schwindende Ressourcen oder sozialen Zusammenbruch. Doch lokale Legenden flüstern von etwas Dunklerem, Flüche, Geister und uralte Energien, die mit den Steinen selbst verbunden sind. Die moderne Archäologie hat einige Fortschritte gemacht. Durch Unterwasserscans und 3D-Modellierung werden verborgene Fundamente und verlorene Teile der Stadt freigelegt. Von oben betrachtet erscheint Nan Madol wie ein ins Meer gemeißeltes Raster, dunkle Kanäle, die sich durch üppig grüne Inselchen schlängeln und Muster bilden, die keine zufällige Siedlung je hervorbringen würde. Das Geheimnis von Nan Madol bleibt ungelöst. Jede Antwort scheint neue Fragen aufzuwerfen. Wer hat es gebaut? Warum hier? Und wie sind sie so vollständig verschwunden? Die Korallenburg in Florida. Das in Homestead, Florida. Versteckte Coral Castle ist eines der rätselhaftesten Bauwerke der USA. Das Coral Castle wurde zwischen 1923 und 1951 von einem einzigen Mann, dem lettischen Einwanderer Edward Leeds Kalnin, erbaut und besteht aus über 1100 Tonnen Kalksteinblöcken, von denen einige bis zu 30 Tonnen wiegen. Was dieses Bauwerk so geheimnisvoll macht, ist nicht nur die Konstruktion oder der Grundriss, sondern auch die Tatsache, dass Leeds Kalnin jeden Block allein, oft nachts und ohne schwere Maschinen, geschnitzt, bewegt und aufgestellt hat. Bis heute weiß niemand, wie er dieses Kunststück vollbracht hat. Das Coral Castle besteht aus massiven Mauern, einem zweistöckigen Turm, einem funktionierenden Steintor, das sich mühelos um seine Achse dreht, und sorgfältig geschnitzten Stühlen, Tischen, Sonnenuhren und sogar einem Teleskop, die alle aus Stein gefertigt sind. Jedes Stück ist nicht nur massiv, sondern auch sorgfältig ausbalanciert und präzise konstruiert. Das Tor zum Beispiel war so perfekt ausbalanciert, dass ein Kind es aufstoßen konnte. Leeds Kalnin war ein sehr privater Mensch. Er gab seine Techniken nie preis. Er behauptete, die Gesetze von Gewicht und Hebelkraft auf eine Weise zu verstehen, die andere nicht kannten, und deutete auf geheimnisvolle Kräfte wie Magnetismus und vielleicht ein tieferes Wissen über die Natur hin. Einige Beobachter, darunter Ingenieure und Wissenschaftler, haben spekuliert, dass er unbekannte physikalische Prinzipien angezapft haben könnte, während andere seine Leistungen als eine clevere Kombination aus Flaschenzügen, Hebeln und roher Entschlossenheit abtun. Aber kein Augenzeuge hat jemals aufgezeichnet, wie er gearbeitet hat. Und selbst heute bleibt die Entstehung der Burg ein Rätsel. Es wurde in zahlreichen Dokumentarfilmen und Untersuchungen gezeigt, darunter auch in Episoden von Ancient Aliens und anderen Sendungen, die sich mit unerklärlichen Phänomenen befassen.
Und trotz moderner technischer Analysen hat noch niemand das Rätsel endgültig gelöst. Von oben sieht es aus wie eine kompakte Anlage in der wuchernden Vorstadt von Homestead. Die Anlage und die hohen Steinmauern sind gut sichtbar und stehen im Kontrast zu den umliegenden Gebäuden und der Vegetation. Die ausgeprägte Anordnung der monolithischen Steine und die kreisförmigen Elemente sind deutlich zu erkennen, geben aber keinen weiteren Aufschluss über die Bauweise des Bauwerks, das nach wie vor auf der Erde verankert ist. Der Kailasa-Tempel in Indien. Im Ellora-Höhlenkomplex in Indien ist der Kailasa-Tempel, der auch als Höhle 16 bekannt ist, eine der erstaunlichsten in den Fels gehauenen Strukturen der Welt. Dieser monolithische Tempel, der vollständig aus einer einzigen massiven Felswand herausgearbeitet wurde, wurde nicht gebaut, sondern von oben nach unten ausgegraben, wobei schätzungsweise 400 Tonnen Basalt abgetragen wurden, um ein detailreiches hinduistisches Heiligtum zu enthüllen. Im Gegensatz zum traditionellen Bau, bei dem das Material Schicht für Schicht hinzugefügt wird, wurde dieser Tempel von oben nach unten gehauen. Die Handwerker hatten keinen Spielraum für Fehler. Ein einziger Fehltritt beim Schnitzen hätte das ganze Ding ruinieren können. Diese Methode erforderte akribische Planung, enorme Arbeitskraft und bemerkenswerte Präzision. Der Tempel ist etwa 30 Meter hoch und erstreckt sich über 50 Meter in der Länge. Er enthält Säulenhallen, Schreine, Skulpturen, Höfe, Treppen und ein inneres Heiligtum. Was das Mysterium noch vergrößert, ist der Zeitplan für den Bau. Einige Leute glauben, dass die Fertigstellung weniger als 20 Jahre gedauert hat und stützen sich dabei auf Inschriften und stilistische Analysen. Wenn das stimmt, müssten pro Jahr 20.000 Tonnen Gestein ohne Dynamit, Bohrer oder moderne Maschinen abgetragen werden. Selbst heute wäre es eine große Herausforderung, den Tempel mit all seiner Präzision nachzubauen. Während die gängige Archäologie den Tempel den Rashidun zuschreibt, glauben viele, dass mehr dahinter steckt. Versteckte Bedeutungen, die in Stein verschlüsselt sind, oder verlorene Texte, die darauf warten, ausgegraben zu werden. Von oben betrachtet ist sie in der Felswand, die den Rest der Ellora-Höhlen umschließt, fast unsichtbar. Auf Satellitenbildern sind jedoch die scharfen Umrisse der rechteckigen Baugrube und des Grundrisses zu erkennen. Der Unterschied zwischen dem geschnitzten Tempel und dem umliegenden Gelände wird in 3D-Höhenmodellen besonders deutlich. Diese Hilfsmittel helfen den Forschern zu verstehen, wie sich der Tempel in die allgemeine Geografie einfügt, wie sich die Erosion auf seine langfristige Erhaltung auswirken könnte und ob andere vergrabene Strukturen in der Nähe unentdeckt bleiben könnten. Baalbek, Libanon. Die antike Stadt Baalbek im Bekaa-Tal im Libanon beherbergt einen der geheimnisvollsten und monumentalsten Tempelkomplexe der römischen Welt. Das Herzstück der Anlage ist der Jupiter-Tempel, der nicht nur für seine Säulen, sondern auch für seine Grundsteine berühmt ist. Die größten bekannten behauenen Steine der Antike, die 3 massivsten Blöcke, die aus Trilithon bekannt sind, wiegen jeweils schätzungsweise 800 bis 1100 Tonnen und ruhen auf einer Plattform aus kleineren Steinen. In der Nähe liegt ein noch größerer Stein mit einem Gewicht von über 1200 Tonnen. Der sogenannte Stein der schwangeren Frau, teilweise in einem Steinbruch vergraben. Bis heute kann niemand endgültig erklären, wie diese Steine transportiert und dann an ihren Platz gehievt wurden. Ein Großteil der sichtbaren Architektur wird den Römern zugeschrieben, darunter die 6 noch erhaltenen Säulen des Jupiter-Tempels, die fast 20 Meter in den Himmel ragen. Viele Wissenschaftler sind jedoch der Meinung, dass die Fundamente der Städte von früheren Zivilisationen gelegt wurden, möglicherweise von den Phöniziern oder sogar von Kulturen, die in der Zeit untergegangen sind. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Römer auf einem bereits alten und geheimnisvollen Fundament aufbauten. Baalbek war ursprünglich als Heliopolis oder Stadt der Sonne bekannt und diente als wichtiges religiöses Zentrum. Jupiter und Venus gewidmete Tempel wurden mit erstaunlicher Pracht und Detailgenauigkeit errichtet. Der Bacchus-Tempel zum Beispiel ist einer der am besten erhaltenen römischen Tempel mit seinen kunstvollen Schnitzereien, massiven Treppen und verzierten Säulen. Baalbek spielte auch in der regionalen Politik und religiösen Mythologie eine wichtige Rolle. Die Stadt wird von verschiedenen Gemeinschaften aus unterschiedlichen Gründen verehrt und zieht weiterhin Pilger, Touristen und Forscher gleichermaßen an. Die anhaltende politische Instabilität und der Konflikt im Libanon haben jedoch den Erhalt der Anlage gefährdet. Von oben betrachtet ist die kolossale Größe Baalbeks jedoch unverkennbar.
Die Ausrichtung des Tempelkomplexes auf das umliegende Gelände, die Symmetrie der Kolonnaden und der Kontrast zwischen den antiken Ruinen und der nahegelegenen modernen Stadt heben sich deutlich ab. Jüngste, hochauflösende Scans haben sogar dazu beigetragen, Muster in der umliegenden Landschaft zu erkennen, die auf antike Straßen oder Strukturen hinweisen könnten, die noch ausgegraben werden müssen. Aus der Vogelperspektive ist es ein Wunderwerk menschlicher Errungenschaften und eine Erinnerung an die Geheimnisse, die die Zeit überdauern. Das Hippogäum, Malta. Das Hypogäum in der Stadt Paola auf der Mittelmeerinsel Malta ist ein prähistorisches unterirdisches Bauwerk, das Archäologen und Historiker seit seiner Entdeckung im Jahr 1902 vor ein Rätsel stellt. 5000 Jahre zurückdatiert auf ca. 3300 Feet. Gilt das Hypogäum als eine der ältesten unterirdischen Tempelanlagen oder Nekropolen der Welt. Die vollständig mit primitiven Werkzeugen aus Kalkstein gehauene Stätte besteht aus einem mehrstöckigen Komplex mit Hallen, Grabkammern und rituellen Räumen, von denen einige eine Tiefe von über 10 Metern erreichen. Die Architektur des Komplexes ist ziemlich ausgeklügelt, mit gewölbten Decken, akustisch abgestimmten Kammern und Gängen, die nach Sonnen- und Mondzyklen ausgerichtet sind. Das Bauwerk umfasst den Orakelsaal, eine Kammer, die für ihre akustischen Eigenschaften bekannt ist. Niederfrequente Klänge, die in diesem Raum erzeugt werden, sind in der gesamten Anlage zu hören. Einige Forscher glauben, dass dies beabsichtigt war und möglicherweise für Rituale mit Klang und Resonanz genutzt wurde. Ohne moderne Werkzeuge oder Beleuchtung gelang es den prähistorischen Baumeistern, aufwendige unterirdische Welten mit präziser geometrischer Planung auszugraben und zu gestalten. Wie sie eine solche architektonische Finesse erreichten, ist nach wie vor umstritten. Aber die Akustik, die strukturelle Stabilität und die künstlerischen Details der Stätte lassen auf ein hohes Maß an kultureller und wissenschaftlicher Raffinesse schließen. Von oben ist das Hypogäum praktisch unsichtbar, verborgen unter einem modernen Stadtviertel in Polum. Auf den Satellitenbildern sind nur die oberirdischen Gebäude und Straßen zu sehen, die nichts von der unterirdischen antiken Welt ahnen lassen. Doch der Kontrast zwischen dem Hypogäum und dem modernen Stadtbild darüber macht deutlich, wie leicht sich Geschichte im Verborgenen abspielen kann. Göbekli Tepe, Türkei. Der auf einem abgelegenen Hügel im Südosten der Türkei gelegene Göbekli Tepe wird von vielen Archäologen als die älteste bekannte Tempelanlage angesehen. Die Anlage, die auf etwa 9600 vor Christ, also 6000 Jahre vor dem Bau von Stonehenge, datiert wird, hat unser Verständnis der prähistorischen Zivilisationen grundlegend verändert. Vor seiner Entdeckung herrschte die Meinung vor, dass organisierte Religion und komplexe Architektur erst nach dem Aufkommen der Landwirtschaft und einer sesshaften Gesellschaft entstanden sind. Göbekli Tepe wurde jedoch von Jägern und Sammlern erbaut, noch vor den ersten Städten und sogar vor der Schriftsprache. Diese Enthüllung hat die Wissenschaftler gezwungen, die Abfolge der menschlichen Entwicklung neu zu überdenken. Und es bleibt ein Ort, der von Geheimnissen umhüllt ist. Der Komplex selbst besteht aus einer Reihe kreisförmiger und ovaler Strukturen, die aus Kalkstein gehauen wurden, mit diesen massiven T-förmigen Steinsäulen, die eine Höhe von bis zu 6 Metern erreichen und bis zu 20 Tonnen wiegen. Aber das Erstaunlichste ist nicht nur das Alter, sondern auch der Umfang und die Raffinesse des Designs. Es handelt sich nicht um plumpe Konstruktionen, sondern um sorgfältig geplante und ausgeführte Bauwerke, die auf ein hohes Maß an sozialer Koordination und symbolischem Ausdruck schließen lassen. Die Lage des Ortes trägt zur Faszination bei. Die Stätte liegt in einer relativ trockenen, unfruchtbaren Region ohne nahegelegene Wasserquelle und ohne Anzeichen einer dauerhaften Besiedlung. Dies deutet darauf hin, dass Göbekli Tepe keine Wohnstätte war, sondern eher ein religiöses oder zeremonielles Zentrum. Der Arbeitsaufwand und die Ressourcen, die für den Bau einer solchen Stätte erforderlich sind, lassen auf eine soziale Organisation schließen, von der man bisher annahm, dass sie für paläolithische Gemeinschaften unerreichbar war. Trotz jahrzehntelanger Ausgrabungen ist nur ein kleiner Teil von Göbekli Tepe freigelegt worden. Das Bodenradar enthüllt Dutzende von weiteren Anlagen, die unter der Oberfläche liegen und darauf warten, ausgegraben zu werden. Jede neue Entdeckung macht die ohnehin schon rätselhafte Geschichte der Stätte noch komplexer. Die Ausgrabungen und der Erhalt von Göbekli Tepe sind im Gange. Und die UNESCO hat die Stätte 2018 zum Weltkulturerbe ernannt.
Doch die Stätte ist sowohl physisch als auch kulturell fragil. Die türkischen Behörden haben Schutzabdeckungen und Aussichtsplattformen errichtet, um die Risiken zu mindern. Aber das Gleichgewicht zwischen Zugang und Erhaltung bleibt schwierig. Von oben sieht es aus wie eine Reihe von subtilen, abgerundeten Hügeln, die in die anatolische Hochebene eingebettet sind, während die Strukturen selbst unter Erdschichten und schützenden Baldachinen verborgen sind. Satellitenbilder haben bei der Kartierung der weiteren Landschaft eine wichtige Rolle gespielt. Zeitraffer-Satellitendaten wurden auch verwendet, um die Auswirkungen von Erosion, Klima und menschlichen Aktivitäten auf die Erhaltung der Städte zu überwachen. In einer Region, die anfällig für seismische Aktivitäten und Wüstenbildung ist, sind diese Erkenntnisse von unschätzbarem Wert für die langfristige Planung und Erhaltung. Die Longyu-Höhlen in China. Die Longyu-Höhlen, die sich in der Nähe des Dorfes Chianmaikun in der chinesischen Provinz Zhejiang befinden, sind eine Ansammlung riesiger, handgeschnitzter Höhlen, die eines der größten Geheimnisse Ostasiens bleiben. Die Höhlen wurden 1992 von örtlichen Bauern bei der Trockenlegung von Dorfteichen entdeckt und enthüllten einen unterirdischen Komplex, der so gewaltig und präzise war, dass die Experten verblüfft waren. Bis heute wurden 24 Höhlen mit glatten Wänden, geraden Winkeln, massiven Pfeilern und gleichmäßig gemeißelten Oberflächen auf einer Gesamtfläche von über 30.000 Quadratmetern freigelegt. Archäologen schätzen, dass die Höhlen mindestens 2000 Jahre alt sind und auf die Qin- oder Han-Dynastie zurückgehen. Doch niemand weiß, wer sie gebaut hat, zu welchem Zweck oder wie eine solch monumentale Aufgabe mit den damals verfügbaren Werkzeugen bewältigt werden konnte. Einige Forscher haben spekuliert, dass die Höhlen als unterirdische Paläste, Lagerräume oder militärische Verstecke gedient haben könnten, während andere glauben, sie könnten eine spirituelle Funktion haben. Das völlige Schweigen in den historischen Texten macht jedoch alles zu Spekulationen. Es gibt auch keine Hinweise auf Abraum aus der Ausgrabung, sodass eine weitere Frage unbeantwortet bleibt. Jüngste Studien, bei denen 3D-Scans und fortschrittliche bildgebende Verfahren zum Einsatz kamen, haben noch mehr symmetrische Muster und strukturelle Merkmale zutage gefördert, die das Rätsel noch weiter vertiefen. Doch trotz moderner Analysen bleiben die Longyu-Höhlen sowohl aus technischer als auch aus historischer Sicht rätselhaft. Von oben betrachtet befinden sich die Eingänge zu den Höhlen unter gewöhnlichem Ackerland und dörflichem Terrain, sodass sie auf Satellitenbildern ohne detaillierte Geolokalisierungsdaten nicht zu erkennen sind. Durch die Überlagerung mit architektonischen Scans haben sich die Satellitenbilder jedoch als nützlich erwiesen, um die allgemeine Fläche über bekannten Höhlen zu ermitteln und potenzielle unentdeckte Höhlen zu entdecken. Die Satellitenansicht verstärkt den auffallenden Kontrast zwischen der gewöhnlichen ländlichen Landschaft oberhalb und der erstaunlichen Komplexität, die direkt darunter liegt. Yonaguni-Denkmal, Japan. Vor der Küste von Yonaguni, der westlichsten bewohnten Insel Japans, liegt eine der meistdiskutierten Unterwasserstrukturen der Welt, das Yonaguni Monument. Die 1986 hat sich von einem Taucher auf der Suche nach Hammerhaien entdeckte Formation scheint eine massive Stufenpyramide oder ein terrassenförmiger Komplex zu sein, der in den Meeresboden gehauen wurde. Mit seinen klaren Linien, rechten Winkeln, flachen Oberflächen und Merkmalen, die an Treppen, Säulen und Straßen erinnern, wirft dieses Monument eine provokante Frage auf. Wurde es von der Natur geformt oder von einer alten, im Meer versunkenen Zivilisation geschaffen? Das Monument selbst ist riesig. Es ist etwa 150 Meter lang, 40 Meter breit und ragt etwa 27 Meter aus dem Meeresboden. Befürworter dieser Theorie verweisen auf die offensichtliche Anordnung und Ausrichtung des Bauwerks. Sie weisen darauf hin, dass eine derart komplexe Geometrie und die Ausrichtung nach den Himmelsrichtungen wohl kaum das Ergebnis natürlicher Merkmale sein können. Einige Forscher, darunter der Meeresgeologe Masaaki Kimura, glauben, dass es sich bei Yonaguni um die Überreste einer antiken Stadt oder eines Tempelkomplexes handeln könnte, die nach einem katastrophalen Ereignis, vielleicht einem Tsunami oder einem Anstieg des Meeresspiegels nach der Eiszeit, überflutet wurden. Viele Geologen bleiben jedoch skeptisch. Kritiker argumentieren, dass es sich bei der Fundstelle um eine natürlich entstandene Sandsteinformation handelt, die durch Unterwasserströmungen, seismische Aktivitäten und das regelmäßige Brechen von Gesteinsebenen geformt wurde.
Sie behaupten, dass die Stufen und Mauern das Ergebnis von sich wiederholenden Schichten und Fugen in den Sedimenten sind und nicht von Menschenhand geschaffen wurden. Die Debatte ist zum Sinnbild für den allgemeinen Konflikt zwischen konventioneller Archäologie und alternativen Theorien geworden. Für die einen ist Yonaguni ein Beweis dafür, dass es möglicherweise prähistorische Hochkulturen gab, die der Zeit zum Opfer gefallen sind. Für die anderen ist es eine spektakuläre, aber natürliche geologische Formation, die durch die menschliche Vorstellungskraft noch faszinierender geworden ist. Von oben ist sie unsichtbar, verborgen in den Untiefen vor den japanischen Ryukyu-Inseln. Satellitendaten waren jedoch für die Kartierung des umliegenden Meeresbodens von entscheidender Bedeutung. Hochauflösende bathymetrische Scans und Sonaraufnahmen ergänzen die Satellitendaten und bieten eine topografische 3D-Ansicht des Meeresbodens. Doch selbst mit einem aussagekräftigen Blick von oben bleibt die wahre Natur des Yonaguni-Monuments im tiefblauen Geheimnis des Pazifiks verborgen. Sacsayhuaman in Peru. Die Festung Sacsayhuaman, die die antike Stadt Cusco in Peru überragt, ist eines der geheimnisvollsten und erstaunlichsten Meisterwerke megalithischer Architektur der Welt. Sacsayhuaman wurde von den Inka im 15. Jahrhundert oder möglicherweise sogar noch früher von unbekannten Vorgängern erbaut und besteht aus massiven Steinmauern, die aus präzise zugeschnittenen und eingepassten Kalksteinblöcken bestehen. Einige dieser Steine wiegen mehr als 100 Tonnen, und doch sind sie so perfekt zusammengefügt, dass nicht einmal eine Rasierklinge dazwischen passt. Wie schaffte es eine Zivilisation ohne Eisenwerkzeuge, Räder oder Zugtiere, solche riesigen Steine mit solcher Präzision abzubauen, zu transportieren und zusammenzufügen? Nun, die Inka selbst haben keine schriftlichen Aufzeichnungen und mündliche Überlieferungen hinterlassen, die den Bau auf göttliches oder mythisches Eingreifen zurückführen. Was wir wissen, ist, dass die Steinmetzarbeiten einen Grad an Raffinesse aufweisen, der mit dem vieler moderner Baumeister konkurriert und diesen sogar übertrifft. Jenseits der Mauern gibt es jedoch eine Reihe von unterirdischen Tunneln, kreisförmigen Strukturen und Plattformen, von denen viele noch unerforscht sind. Einige Forscher glauben jedoch, dass diese Bereiche zeremoniellen oder astronomischen Zwecken dienten, während andere meinen, dass sie integraler Bestandteil der militärischen Funktion der Anlage waren. Andere Theorien besagen, dass die Anlage vor den Inkas entstand und von ihnen lediglich geerbt und erweitert wurde. Befürworter dieser Ansicht verweisen auf die unterschiedlichen Steinmetztechniken in den unteren und oberen Schichten der Mauern. Einige vermuten sogar den Einsatz verlorener Technologien oder gar eine unbekannte Zivilisation, obwohl die gängige Archäologie einen präkolumbianischen Ursprung nahelegt, der in der Technik der Andenvölker wurzelt. Von oben sind die ikonischen, im Zickzack verlaufenden Mauern deutlich zu erkennen, die in die Hügelkuppe geätzt wurden. Die geometrische Präzision und die Größe der Anlage stechen selbst inmitten der städtischen und natürlichen Landschaft hervor. Satellitenbilder haben dazu beigetragen, die noch nicht ausgegrabenen Abschnitte zu kartieren und das gesamte Ausmaß dieser Festung zu verstehen. Die Einbindung von Sacsayhuaman in die größere archäologische Region von Cusco offenbart ein Netzwerk von kultureller und zeremonieller Bedeutung, das weit über eine einzelne Festung hinausgeht. Die unterirdische Stadt Derinkuyu in der Türkei. Unter den Ebenen von Kappadokien in der Zentraltürkei liegt einer der erstaunlichsten unterirdischen Komplexe, die hier entdeckt wurden, Derinkuyu, die größte ausgegrabene unterirdische Stadt der Welt. Dieses riesige, vollständig aus weichem Vulkangestein gemeißelte Netzwerk reicht mehr als 60 Meter unter die Erdoberfläche und könnte bis zu 20.000 Menschen beherbergen. Es handelte sich nicht nur um einen Schutzraum, sondern um eine voll funktionsfähige unterirdische Metropole mit Wohnräumen, Stellen, Kapellen, Lagerräumen, Wein- und Ölpressen, Lüftungsschächten und sogar einer Schule. Die genauen Ursprünge von Derinkuyu sind jedoch nicht bekannt, obwohl Schätzungen darauf hindeuten, dass sie im 8. oder 7. Jahrhundert v.Chr. von den Phrygern errichtet wurde. Spätere Zivilisationen, darunter auch die frühen Christen, die vor der römischen Verfolgung flohen, erweiterten und veränderten das Netz in großem Umfang. Was ihn jedoch von anderen Komplexen unterscheidet, ist nicht nur seine Größe, sondern auch seine technische Raffinesse. Die verschiedenen Ebenen der Stadt sind durch enge Gänge und steile Treppen miteinander verbunden,
von denen viele mit massiven Steintüren verschlossen werden konnten. Diese runden, bis zu 1000 Pfund schweren Felsbrocken konnten von innen eingerollt werden und boten Schutz vor Eindringlingen. Der Grund für den Bau einer so ausgeklügelten unterirdischen Welt bleibt umstritten. Einige Wissenschaftler vermuten, dass sie in erster Linie zu Verteidigungszwecken angelegt wurde, während andere glauben, dass sie einem religiösen Zweck diente, was auch immer die ursprüngliche Absicht war. Sie entwickelte sich eindeutig zu einem hochentwickelten, sicheren Hafen für ganze Gemeinschaften. Die Bemühungen um den Erhalt von Derinkuyu stehen vor Herausforderungen. Das weiche Gestein ist anfällig für Erosion und menschliche Einflüsse. Und der Tourismus muss sorgfältig gesteuert werden, um Schäden zu vermeiden. Die laufenden Ausgrabungen werden durch das heikle Gleichgewicht zwischen der Aufdeckung der Geschichte und der Erhaltung der strukturellen Integrität erschwert. Von oben sieht man fast nichts. Der Eingang der Stadt liegt unter gewöhnlichen Häusern und Feldern in einer bescheidenen Stadt, so dass er für den zufälligen Betrachter praktisch unsichtbar ist. Die Bildgebung unterstützt auch die Erhaltungsmaßnahmen, indem sie Veränderungen an der Oberfläche aufzeigt, die sich auf die strukturelle Stabilität der darunterliegenden Kammern auswirken könnten. Im weiteren Sinne erinnert uns die Satellitenansicht daran, dass unter der Oberfläche ganze Welten verborgen liegen können, die darauf warten, wiederentdeckt zu werden. Und zwar nicht in abgelegenen Dschungeln oder auf Bergen, sondern unter dem Boden, den wir jeden Tag betreten. Teotihuacan in Mexiko. Teotihuacan erstreckt sich im Hochland von Zentralmexiko und ist eine weitläufige, geheimnisumwitterte Metropole aus der Antike. Auf ihrem Höhepunkt um 450 Kurs war sie eine der größten Städte der Welt und beherbergte mehr als 100 Menschen. Doch ihre Ursprünge, ihre Erbauer und sogar ihr ursprünglicher Name bleiben unbekannt. Der Name Teotihuacan, der Ort, an dem die Götter geboren wurden, stammt von den späteren Azteken, die die Stadt als heilige, von göttlichen Wesen erbaute Stadt betrachteten. Die zentrale Achse der Stadt, die sogenannte Straße der Toten, erstreckt sich über mehr als 2 Kilometer und wird von gewaltigen Bauwerken flankiert, darunter die Sonnenpyramide, die Mondpyramide und der Tempel der gefiederten Schlange, Quetzalcoatl. Die Sonnenpyramide ist die größte Pyramide der Welt und wurde aus über 3 Millionen Tonnen Stein errichtet. Doch was Teotihuacan so geheimnisvoll macht, ist nicht nur seine Größe, sondern auch die mathematische und astronomische Präzision, die in seinem Grundriss steckt. Die gesamte Stadt wurde sorgfältig geplant. Seine Ausrichtung ist um 15,5 Grad gegenüber dem geografischen Norden verschoben. Eine Position, von der einige Forscher glauben, dass sie mit himmlischen Ereignissen oder dem Untergang des Sternhaufens der Plejaden übereinstimmt. Einer der rätselhaftesten Aspekte von Teotihuacan ist das Fehlen von identifizierbaren Herrschern. Im Gegensatz zu anderen mesoamerikanischen Städten gibt es keine Darstellungen von Königen oder Dynastien. Stattdessen scheint die Stadt kollektiv oder von einer priesterlichen Klasse regiert worden zu sein. Die vorhandenen Wandmalereien und Skulpturen betonen abstrakte Gottheiten, mythische Tiere und geometrische Symbolik, was eine Interpretation ziemlich schwierig macht. Heute gehört sie zum UNESCO-Weltkulturerbe und ist einer der meistbesuchten archäologischen Parks der Welt. Die Forscher untersuchen auch die akustischen Eigenschaften der Städte und stellen die Theorie auf, dass Plätze und Tempel wie dieser zur Verstärkung von rituellen Gesängen und Trommelschlägen konzipiert wurden. Von oben jedoch wirkt die Anlage wie eine riesige geometrische Fläche, die in das Hochlandtal gemeißelt wurde. Die Straße der Toten zieht sich wie eine kühne Linie durch die Landschaft, und die Pyramiden werfen deutliche Schatten, die selbst bei Bildern mit Standardauflösung sichtbar sind. Teotihuacan ist wie eine Himmelskarte, eine Stadt, die selbst in ihrer Ruine himmelwärts blickt und uns herausfordert, ihre Botschaft von den Sternen zu entschlüsseln. Berg Yamantau in Russland. Im südlichen Uralgebirge Russlands steht der Berg Yamantau, ein Name, der in der baschkirischen Sprache unheilvoll mit »böser Berg« übersetzt wird. Dieser bewaldete Park mag aus der Ferne unscheinbar wirken, doch steht er im Mittelpunkt eines der größten Geheimnisse des Kalten Krieges. Seit den 1990er Jahren aufgenommene Satellitenbilder haben massive Konstruktionen unter und um den Berg herum offenbart. Ein ausgedehntes Netz von Tunneln, Bunkern und Strukturen, die von der russischen Regierung noch immer nicht aufgeklärt wurden. Offizielle Erklärungen haben im Laufe der Jahre stark variiert.
Zu verschiedenen Zeiten haben die russischen Behörden die Stätte als Lebensmittellager, Atombunker, Bergbaubetrieb oder sogar als Aufbewahrungsort für russische Kulturschätze bezeichnet. Doch keine dieser Erklärungen passt zu dem Ausmaß und der Geheimhaltung, die beobachtet wurden. Einige glauben, dass es sich um einen riesigen Weltuntergangsbunker handelt, in dem hochrangige Beamte untergebracht sind. Andere halten es für ein Kommando- und Kontrollzentrum für Russlands strategische Atomstreitkräfte. Es gibt auch die Theorie, dass sich dort Versuchslabors, Waffenentwicklungseinrichtungen oder sogar versteckte Lagerstätten für Staatsgeheimnisse befinden. Trotz wiederholter Bitten um Klarstellung haben sich russische Beamte geweigert, eine schlüssige Erklärung abzugeben, was Verdächtigungen und Verschwörungstheorien schürt. Da jedoch keine überprüfbaren Daten vorliegen, tappen selbst erfahrene Geheimdienstanalysten im Dunkeln. Satellitenbilder sind das wichtigste Fenster zu den Geheimnissen des Mount Yamato. Die Bilder zeigen große Ausgrabungszonen, verdächtig symmetrische Hügel, Tunneleingänge, Antennenfelder und im Wald versteckte Transportkorridore. Von oben betrachtet ist der Berg ein Paradoxon. Er ist still und abgelegen. Doch unter der Oberfläche gibt es Anzeichen für etwas Gewaltiges. Die Ruinen von Groß-Simbabwe. Versteckt in den südöstlichen Hügeln von Simbabwe liegt eine riesige Steinstadt, die einst als Hauptstadt eines mächtigen mittelalterlichen Königreichs diente, Groß-Simbabwe. Die Anlage, die in ihrer Blütezeit fast 800 Hektar groß war, umfasste die Great Enclosure, den Hill-Komplex und zahlreiche Ruinen im Tal, die alle aus massiven Granitsteinen errichtet wurden. Der Name Simbabwe selbst leitet sich von Tsimba-Tsamabwe ab, was in der Shona-Sprache Haus aus Stein bedeutet. Obwohl lange Zeit von Mythen und kolonialen Fehlinterpretationen umwoben, ist Groß-Simbabwe ein Symbol für die Errungenschaften der afrikanischen Ureinwohner. Die zwischen dem 11. und 15. Jahrhundert errichteten Steinmauern von Great Zimbabwe erreichen eine Höhe von bis zu 11 Metern. Das Design ist kurvenreich und fügt sich harmonisch in die Landschaft ein. In der großen Anlage befindet sich ein konischer Turm, dessen Zweck unbekannt ist. Im Gegensatz zu den meisten antiken Türmen hat er keine inneren Kammern oder Treppen, was Wissenschaftler zu der Theorie veranlasst, dass er ein Getreidespeicher, ein rituelles Objekt oder ein Statussymbol gewesen sein könnte. Von den Erbauern sind keine schriftlichen Aufzeichnungen erhalten geblieben, und die Archäologen der Kolonialzeit schrieben die Ruinen einst fremden Zivilisationen zu und weigerten sich zu glauben, dass sie afrikanischen Ursprungs sein könnten. Welche politische Struktur herrschte in Groß-Simbabwe? Was war die Ursache für seinen Niedergang? Wurde die Stätte aufgrund von Umweltschäden, veränderten Handelsrouten oder internen Konflikten aufgegeben? Das Rätsel geht weiter. Aber Great Zimbabwe hat auch eine immense kulturelle Bedeutung. Während des Unabhängigkeitskampfes wurde er zu einem zentralen Punkt des simbabwischen Nationalismus, und seine stilisierten Türme wurden auf der Nationalflagge und der Währung abgebildet. Der Zugang zu der Stätte ist jedoch nach wie vor beschränkt, und Bedenken hinsichtlich der Erhaltung, der Plünderung und der Klimaauswirkungen bedrohen ihre Zukunft. Von oben betrachtet bilden die Ruinen ein auffälliges Muster auf dem Hochland-Grasland. Die konzentrischen Mauern, Terrassen und der Grundriss des Great Enclosure und des Hügelkomplexes sind deutlich zu erkennen. Mit Hilfe von Satelliten wurde das gesamte Ausmaß der Siedlung kartiert, wobei verborgene Ruinen, Fußwege und landwirtschaftliche Terrassen zum Vorschein kamen. Great Zimbabwe erscheint nicht als isolierte Stätte, sondern als Keimzelle einer einst blühenden afrikanischen Zivilisation, deren Erbe noch immer in Stein nachhallt. Die Lichtensteinhöhle in Deutschland. Versteckt in den bewaldeten Hängen nahe der niedersächsischen Stadt Osterode liegt ein Ort, der Archäologen seit Jahrzehnten fasziniert, die Lichtensteinhöhle. Die Höhle, die 1972 beim Abbau von Kalkstein zufällig entdeckt wurde, beherbergt eine der größten bekannten Sammlungen bronzezeitlicher Überreste in Europa. Eine Momentaufnahme, eingefroren in der Zeit von über 3000 Jahren. Was diese Höhle jedoch von anderen unterscheidet, ist nicht nur die Anzahl der entdeckten Individuen, sondern auch die Geschichte, die in ihren Knochen verborgen ist. Im Gegensatz zu Großsteingräbern oder zeremoniellen Grabkammern ist die Lichtensteiner Höhle bescheiden, ja geradezu schlicht. Der Eingang war mit Schutt versiegelt worden, und im Inneren fand man die Überreste sorgfältig konserviert und scheinbar ohne strenges Muster angeordnet. Dies hat einige Forscher zu der Annahme veranlasst, dass die Höhle einem bestimmten,
längst vergessenen Gemeinschafts- oder Notfallzweck gedient haben könnte. Unter den Entdeckungen befanden sich eindeutige Hinweise auf eine Gesellschaft mit fortgeschrittener Handwerkskunst und komplexen sozialen Strukturen. Doch die erstaunlichsten Entdeckungen stammen nicht von dem, was man sah, sondern von dem, was man analysierte. Durch moderne genetische und archäologische Untersuchungen fanden die Wissenschaftler heraus, dass viele der Individuen blutsverwandt waren und 3 Generationen einer eng verbundenen Gemeinschaft überdauerten. Einige Personen hatten jedoch keine direkte Abstammung, was auf Allianzen, Adoptionen oder soziale Bindungen jenseits der einfachen Familienlinien hindeutet. Dies war nicht nur ein Grab, es war ein Mikrokosmos des Lebens in der Bronzezeit. Und doch bleiben die größten Fragen unbeantwortet. Warum diese Höhle? Warum diese Gruppe? War sie ein sicherer Zufluchtsort? Ein Ort der Ehrerbietung oder der Erinnerung? Oder einfach ein Ort, den die Zeit verloren hat und der erst jetzt wieder entdeckt wird? Heute ist die Liechtensteiner Höhle für die Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich und dient als wichtige Forschungsstätte. Dank modernster Technologien wie 3D-Scans und Isotopenanalysen entdecken Wissenschaftler immer wieder Hinweise, die tief in den Schatten der Höhle verborgen sind. Obwohl sie von oben ganz gewöhnlich erscheint, keine Denkmäler, keine oberirdischen Ruinen, flüstert der Boden unter ihr von einer längst vergangenen Welt. Und vielleicht kommen wir mit jeder neuen Entdeckung dem Verständnis der Menschen, die diese stille Höhle einst ihr letztes Refugium nannten, ein Stückchen näher. Die Kaimanawa-Wand, Neuseeland. Tief in der abgelegenen zentralen Hochebene der neuseeländischen Nordinsel liegt eine Steinformation, Dye and Decker, Historiker und Skeptiker gleichermaßen in ihren Bann gezogen hat, die Kaimanawa-Wand. Auf den ersten Blick sieht diese rätselhafte Struktur wie eine perfekt ausgerichtete Wand aus massiven Steinblöcken aus, mit flachen Oberflächen, scharfen Ecken und Fugen, die so sauber sind, dass sie fast wie von Hand gemeißelt wirken. Einige der Blöcke sind mehr als 2 Meter hoch und breit und erwecken den Eindruck, dass es sich um die Überreste einer längst vergangenen Zivilisation handeln könnte, die vielleicht sogar noch vor den ersten bekannten Siedlern Neuseelands existierte. Die Wand wurde erstmals Anfang der 1990er Jahre in der Öffentlichkeit diskutiert und hat seitdem eine stille Debatte zwischen den etablierten Geologen und denjenigen ausgelöst, die glauben, dass die Formation ein Beweis für antike menschliche Handwerkskunst sein könnte. Offiziellen geologischen Erhebungen zufolge ist die Kaimanawa-Mauer eine natürliche Gesteinsformation, das Ergebnis vulkanischer Aktivität und eines Prozesses, der als Fugenbildung bekannt ist, bei dem Abkühlen des Vulkangestein im Laufe der Zeit in eckige Formen zerbricht. Experten erklären, dass das, was wie Mauerwerk aussieht, in Wirklichkeit die Geometrie der Natur ist, geordnet, aber ungewollt. Aber nicht alle sind davon überzeugt. Alternative Forscher verweisen auf die unheimliche Präzision der Steingesichter, die scheinbar absichtlichen Fugen und sogar auf Spuren, die sie als werkzeugähnliche Abdrücke interpretieren. Einige lokale mündliche Überlieferungen von Maori-Gemeinschaften sprechen von alten Bewohnern. Obwohl diese Geschichten eher symbolisch als konkret sind, dennoch geben sie dem Rätsel zusätzliche Nahrung. Was dieses Mysterium noch faszinierender macht, ist die abgelegene und dicht bewaldete Lage der Mauer, die den direkten Zugang beschränkt und größere archäologische Ausgrabungen verhindert hat. Von oben betrachtet fügt sich das Bauwerk nahtlos in die natürliche Umgebung ein und ist zwischen den Bäumen kaum zu erkennen. Selbst auf Satellitenbildern lässt sich das Bauwerk nur schwer von der umgebenden Wildnis abgrenzen. Doch dank digitaler Höhenmodelle und geografischer Karten können Wissenschaftler das Gelände weiterhin überwachen und Bruchlinien und geologische Merkmale analysieren. Trotz der Hightech-Werkzeuge bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet. Ist diese Mauer ein Meisterwerk der Natur oder ein vergessenes Relikt menschlicher Hand? Bis weitere Beweise ans Tageslicht kommen, bleibt die Kaimanawa-Mauer ein stilles Rätsel, das unser Geschichtsverständnis in Frage stellt und uns daran erinnert, dass einige der größten Geheimnisse der Erde vielleicht im Verborgenen liegen. Und da haben Sie es, von verlorenen Städten, die vom Dschungel verschluckt wurden, bis hin zu steinernen Geheimnissen, die unter dem Waldboden verborgen sind. Sind dies nur einige der unglaublichen Strukturen, die der Welt weiterhin Rätsel aufgeben? Welches hat Sie am meisten fasziniert? Oder kennen Sie ein Geheimnis, das wir als nächstes erforschen sollten? Wenn es Ihnen gefallen hat, mit uns in das Unbekannte einzutauchen, vergessen Sie nicht, den Like-Button zu drücken.
sich für weitere verblüffende Entdeckungen anzumelden und auf die Glocke zu tippen, damit Sie kein weiteres verstecktes Wunder verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns bei der nächsten Reise ins Unerklärliche wieder.